willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Genshin Impact 3 Patch 3.0 ist draußen und wir springen jetzt auch in das Video rein. Und ich habe es halt auch noch gar nicht gesehen. Neues Gebiet, krass. Und für mich ist das ein guter Schritt auch. Oh, geil. Es gibt auch 3 neue Charaktere. Ich hoffe, die werden hier drin gezeigt. Wenn nicht, muss ich. Da ist der erste. Der zweite. Der dritte. Der ist ebenfalls geil. Ganz geil. Ist ein Bodenkämpfer. Boah, schießt der wirklich voll. Das wird krass, ey. Krass. Okay. Und es gibt auch mal Waffen und wir springen auf die letzten Impact rein. Ist mein Lieblings Spiel mittlerweile geworden. So gut wie. Mit Fortnite zusammen, Genshin Impact, Fable. Und locker 1-2 Stunden. Und später werde ich auch mal meine ID zeigen. Dann können wir mal in Streams oder so irgendwann mal zusammen zocken und so, wenn ich halt auch Abenteuerstufe 16 bin ich halt noch nicht. Und diese neuen Gebiete, die sehen so geil aus. Ich schwöre. Krass, ey. Und so, nächstes. Compared to ferocious beasts, it's hard to imagine placid plants ever posing a serious threat to humans. But deep within the sprawling forest where the vegetation grows unchecked, there is no telling what dangers may lurk within. So never underestimate the rainforest, for life is a formidable force. If you're hoping to pass through the Avidia forest without incident, you would be wise to heed the stern warnings of the forest watcher. Und jetzt kümmern wir uns I'll lead the way. Tignari heißt der eine. Tainari believes that the best thing to do with knowledge is to utilize it effectively in everyday life. Applying his botanical expertise in the use of his dendrovision has helped him to both advance his research and protect the rainforest's ecosystem. Und wir versuchen uns ja auch vielleicht to be an effective forest watcher requires a keen, observant pair of eyes. When Tainari is in your party, the location of resources unique to Sumeru will appear on your minimap, making it easier to gather supplies. Die könnten ganz geil werden. Tainari's normal attack can combo up to 4 consecutive shots, dealing physical damage. With a charged attack, Tainari executes a more precise, aimed shot that deals increased damage. The shot has different effects depending on how long the charging lasts. At charge level 1, Tainari fires a dendro-infused arrow that deals dendro damage. At charge level 2, Tainari fires a wreath arrow that deals dendro damage. After hitting its target, several cluster bloom arrows are generated that will auto-target nearby enemies and deal further dendro damage. When the talent Keen Sight is unlocked, after Tainari fires a wreath arrow, his elemental mastery will be increased for a limited time. Tainari's elemental skill throws a Vijnana Stormheart ahead of him that deals AoE dendro damage, and creates a Vijnana Kanda field, which summons strange illusions to taunt enemies and draw their fire. Also, Tainari gains the Vijnana Suffusion effect, that decreases the charging time of the next wreath arrow. This effect will dissipate once the duration ends, or after Tainari has fired a certain number of wreath arrows. I'll uproot you! When Tainari unleashes his elemental burst, he harnesses the power of germination and fires 6 Tanglevine tendrils that automatically target enemies and deal dendro damage. After the Tanglevine tendrils hit their target, a second wave of tendrils is produced that also auto-target enemies and deal dendro damage. After studying the properties of a diverse range of plants, Tainari gained a wealth of new insight into dendro-infused arrows. After unlocking the talent Scholarly Blade,
For every point of elemental mastery Tighnari possesses, his charged attack and elemental burst damage are increased. Damage can only be increased up to a certain limit. Poorly prepared hikers and fierce monsters are constant troubles in the rainforest. An earnest, informative lecture is sufficient to deal with the former. But in the case of the latter, Tighnari shows no mercy. During battle, Tighnari first uses his elemental skill to create a Vijnana Khanda field to taunt enemies and obtain the Vijnana Suffusion effect. From a safe vantage point, he can now quickly charge and fire wreath arrows to deal dendro damage to enemies. When energy is full, Tighnari unleashes his elemental burst, firing tanglevine tendrils that pursue enemies. 2 waves of tanglevines will home in on enemies to root out the problem at the source. Even as I speak, strange events that I cannot comprehend are unfolding in Sumeru City. Fortunately for Tighnari, though he lacks knowledge of the full situation, his intuition has saved him from becoming entangled in it. In Tighnari's opinion, however profound and esoteric knowledge may be, it does not equal virtue. Elitism and deceit can lead to no good. Ironically, the academia sages who manage knowledge neither comprehend the true meaning of knowledge, nor understand the yearnings of the human heart. Though Tighnari has rejected them several times, still their pleas come time after time to his door. Let's see just where exactly the path of stubbornness and ignorance will lead them in the future. Das eine ist jetzt auch vorbei und wir sind jetzt im Gameplay und poolen jetzt gleich ein bisschen. Und ja, so, wir gucken mal eben, hier gibt es ganz schön was Neues. Und es gibt da noch was im Briefkasten, habe ich gerade gesehen. Und zwar was richtig krass, das werde ich gleich auch nochmal zeigen. Hier kann man erstens nochmal eine Umfrage machen. Werde ich auch off-cam, glaube ich, nochmal machen vom nächsten Part. Der morgen übrigens kommt. Also am 25.08. Und da seht ihr nochmal Urgesteine, 300 jeweils. Das heißt, wir haben über 600 jetzt. Und jetzt pullen wir, gucken wir, ob wir die gleich ziehen, jetzt gleich beim Pullen. Einmal noch die neuen Banner. Wir haben 921 und hier sind auch diese Zongi ab, aber das pullen wir vielleicht in dem nächsten Mal. Ich gucke auch gleich mal in die Chancen, aber ich glaube, die sind nicht so hoch für uns. Ich habe erst vor kurzem einen gezogen, glaube ich. Meine ich, oder? Ja, ich meine, ich habe noch vor kurzem einen gezogen. So lange oft spiele ich jetzt auch nicht mehr, aber sehr cool. Hier gucke ich mal, ich gucke mal eben in, hey, was soll das jetzt? Okay. Und ja, und wenn es halt, ich mache das ja halt momentan noch auf meinem Handy, aber irgendwann, so Ende des Jahres, mache ich die auch alle am PC durchschneiden und so, dann wird es auch leichter mal mit ein bisschen mehr Effekten und so. Ja, hier können wir nur 11 4 Sterne ziehen, wahrscheinlich in dem nächsten Pool. Und das Gameplay ist auch eigentlich ganz spannend jetzt gewesen. Also bleibt dran. Wir holen uns jetzt eben 5 verwobene. Und wie gesagt, wir pullen wahrscheinlich noch die Tage für die. Und der nächste Part kommt halt auch morgen. Und das Krasse ist, decken wir ein bisschen die Map.
Und dann hoffen wir halt, dass der Großteil davon, dass wir dann den Vorteil haben, dann halt, dass wir das dann auch haben. Dann können wir halt die Map größer erkunden. Vielleicht finden wir auch die neuen Gebiete. Das allererste Update, seitdem ich spiele erst seit seit Ende Sommer. Wobei es ist ja für manche noch Sommer. Oh, episch. Sangling, okay, krass, ey. Aber ich dachte, wir ziehen heute noch keinen Charakter. Dachte ich jetzt wirklich. Das war auch unser letzter Pool. Wie krass, im letzten Pool. Wir können noch ein bisschen poolen. Wir können uns noch genau einen Pool holen. Und ja, wir poolen halt noch wahrscheinlich die nächsten Tage mal. Wahrscheinlich so gegen die nächste Woche. Jetzt das nächste werden jetzt noch so gechillte Parts. Ein bisschen die Story machen. Vielleicht den einen oder anderen Dungeon. Map erkunden. Warum sollten wir das nicht machen? Ihr seht hier jetzt auch noch mal ein bisschen die Karte. An manche Points weiß ich nicht, wie ich rankomme. Und den Rest eigentlich so ziemlich werde ich jetzt auch Musik drunter liegen. Wegen hier ist halt nichts Krasses. Ich mache halt alles fertig mit Zerngling und so. Also viel Spaß mit dem Rest des Videos. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of If I told you this was
was only gonna hurt. If I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call?